Dank. Und ja, Konnichiwa nochmal, das ist Japanisch für Junge, ganz schön voll heute hier. Nein, mein Japanisch hält sich relativ in Grenzen. Tatsächlich die Schrift hier auf meinem T-Shirt, die ich auch in Japan getragen habe, heißt: Ich kann kein Japanisch sprechen. Also dass jeder Bescheid wusste, als ich da durch die Straßen gelaufen bin. Ja, zusammen mit meiner Frau waren wir für 15 Tage letztes Jahr in Japan unterwegs, auf dieser Strecke hier. Und was ich auch bin, ist ein Nerd. Dahingehend relevant, weil damit meine Faszination für das Land tatsächlich angefangen hat. Als Kind der 90er bin ich mit all diesen kunterbunten Sachen aufgewachsen und all diese kunterbunten Sachen entstammen in Japan. Und die Faszination für die Popkultur wurde dann noch ergänzt für die Faszination für die Landeskultur. Eines dieser Highlights ist auf jeden Fall die Architektur, die ja sehr ikonisch ist für Asien und speziell auch für Japan. Hier sehen wir beispielsweise das Schloss in Odawara, wunderschön beleuchtet nachts. Das war die erste Nacht, die wir in Japan verbracht haben. Es ist ungefähr eine Stunde von Tokio entfernt. Oder hier auch wieder ganz anders, das Schloss in Hiroshima mit einem Wassergraben drumherum. Und das ist eben auch so das Schöne in Japan bei diesen ganzen Architekturen, dass alles so ein bisschen unterschiedlich ist. Das ist nicht so wie bei den Kirchen hier in Europa, wo man 3 abklappert, in Rom vielleicht zum Beispiel, und dann so mehr oder minder alles gesehen hat. Hier lassen die Japaner sich gewissermaßen immer so ein bisschen was Individuelles einfallen. Das ist unser absolutes Lieblingsschloss, liegt genau im Herzen von Japan. Das ist Matsumoto, das Matsumoto-Schloss. Auch hier wieder wunderschön von diesem See umgeben mit der ikonischen roten Brücke und den japanischen Alpen, wie sie genannt werden, einmal komplett um die Stadt rum im Hintergrund zu sehen. Hier sehen wir den Tsuyoji-Tempel in Tokio. Ist sinnbildlich, gerade so in diesem Bild mit dem Tokyo Tower, der lediglich ein Block dahinter liegt, für Japan an sich, weil es so die Mischung aus der Moderne und der Kultur ist, die man in Japan überall antrifft. Hier auch ganz, ganz berühmt, speziell unter Instagram-Benutzern. In Kyoto findet man den Goldenen Pavillon. Das ist auch ein Teil von einem ganzen Tempelgelände. Man sieht es jetzt wunderschön ohne Leute, wie es auch auf Instagram immer dargestellt wird, aber tatsächlich ist das nur so möglich, weil alles umzäunt ist. Auf der anderen Seite des Zauns tummeln sich so an die 1000 Leute durchgängig. Wem das allerdings zu viel Kultur ist, der lieber nochmal mehr Beton, Stahl und Glas haben möchte, für den hat Japan natürlich auch jede Menge zu bieten. Hier sehen wir einen Ausblick auf Tokio, der größte Ballungsraum der Welt. Tokio hat einiges zu bieten, was die Moderne angeht. Hier sehen wir viel Leuchtreklame und so weiter. Das ist die berühmte Shibuya-Kreuzung, die man in vielen Filmen zum Beispiel auch schon gesehen hat. Tatsächlich, wenn man da mal selber draufsteht, ist sie gar nicht mal so beeindruckend. Also hätte Google Maps uns nicht gesagt, dass wir jetzt genau da angekommen sind auf der Shibuya-Kreuzung, wären wir wahrscheinlich einfach dran vorbeigelaufen, weil sie so vor Ort doch ein bisschen kleiner erscheint, als sie immer in Filmen wirkt tatsächlich. Leute, die gerne abends ausgehen, in schicke Restaurants, in eine Bar, vielleicht auch wirklich feiern, für die ist Osaka wirklich absolute Pflichtstation. Hier sind wir gerade in Dotonbori, das ist so das Unterhaltungsviertel, das Unterhaltungszentrum der Stadt, und abends wirklich, wirklich sehr schön beleuchtet, auch hier mit diesem ungewöhnlichen Riesenrad mitten in die Häuser eingebaut. Highlight für mich in Osaka war das Umeda Sky Building. Diese 2 Streben, die da durchfahren, das sind tatsächlich Rolltreppen, die über den Abgrund hinweg den einen mit dem anderen Turm verbinden und wo man dann halt auch drüber fährt. Und das ist die Aussicht komplett 360 Grad auf die Stadt. Abends natürlich besonders schön, wie gesagt, Osaka ist herrlich beleuchtet abends. Wenn wir bei der Moderne sind, zurück in Tokio, das ist auch ein absoluter Instagram-Hotspot. Das ist das Digital Art Museum, nennt sich das Ganze. Eine große Halle, die mit lauter Räumen gefüllt ist, in denen diese Licht- und Projektionsschauspiele stattfinden. Und das ganz Besondere daran ist, und auch das Faszinierende, dass die Projektionen interaktiv sind. Also wenn man mit der Hand über diese Sonnenblumen hier beispielsweise streift, dann reagieren diese Sonnenblumen tatsächlich auf die Bewegung der Hand und verlieren Blätter, die dann davon wehen. Und da gibt es ganz viele Beispiele, beispielsweise auch hier. Das ist also eine Art Spieltafel, und diese Bausteine, 3D-Stempel sozusagen, kann man an die Wand heften, und Projektoren erkennen diese Bausteine und lassen dann
gewisse Sachen darum entstehen. Beispielsweise der Punkt da oben, dann steht dann die Blume drumherum, oder wenn man dieses Haus irgendwo hinsetzt, dann kommen da kleine Figuren raus, die sich dann weiter bewegen. Und es gibt auch Bausteine, mit denen man diese Figuren dann zum Beispiel in Brand setzen kann, wenn das einem gefällt. Wir haben uns speziell den April als Reisezeitraum ausgesucht, weil das die Kirschblütenzeit ist. Das ist ja so das Highlight in Japan. Und man sieht hier ganz genau, warum. Da kommt man einfach nicht drum rum, wenn man die Saison trifft. Was gar nicht mal so einfach ist, weil je nach Klima im Winter speziell fällt die mal eher und mal später aus. Und die Blüte ist tatsächlich nur einige Wochen lang. Hier wunderschön mit der Spiegelung im Wasser zum Beispiel, die Straßen in der Stadt säumend, hier mit den japanischen Alpen wieder im Hintergrund. Aufgrund der Höhenmeter tatsächlich dann ein bisschen länger in der Blüte oder später vielmehr. Daher, wenn man es in Tokio nicht mehr schafft, einfach vielleicht mal kurz in die Berge fahren und da hat man dann eventuell noch Glück, die Kirschblüten anzutreffen. Die Japaner speziell feiern diese Kirschblütenzeit mit dem Hanami-Fest. Da schnappen sie sich einfach eine Picknickdecke oder ihr Campingmobiliar und treffen sich in einem Park zusammen mit Freunden und Familie. Und Hanami bedeutet einfach Kirschblüten anschauen. Also das ist alles, worum es da geht. Was man ebenso wie die Kirschblüten überall in Japan antrifft, sind diese Tori-Tore. Tore, die an den Eingängen zu Schreinen positioniert werden. Der Übergang von der normalen, von unserer Welt in die spirituelle des Schreins. Die findet man in dieser winzigen Größe. Die gibt es in personenhoher Größe oder eben auch in riesengroß. Ja. Viele dieser Tore sind auch großartige Fotomotive und eben Sehenswürdigkeiten, die ganz berühmt sind. Speziell zur Olympiade jetzt 2020 sind und waren viele dieser Tore und auch andere Sehenswürdigkeiten unter Renovierungsarbeiten. Was ein bisschen schade war in diesem Fall, weil man Fotos wie dieses eigentlich hier schießen könnte. Ganz, ganz berühmt ist dieses hier. Das findet man vor der Insel Miyajima. Die ist ungefähr so groß wie Norderney und liegt in der Bucht von Hiroshima. Und bei Ebbe kann man bis dahin laufen, kann sogar die Hand drauflegen. Und bei Flut hingegen sieht es dann so aus. Es wird auch das schwimmende Tori-Tor genannt. Deswegen. Im Vordergrund sieht man übrigens unser typisches Supermarktfrühstück in Japan mit einzeln in Plastik verpackten Bananen. Also Asien, wie es leibt und lebt, das kann selbst Japan nicht besser leider. Den Vogel schießt aber der Fushimi-Inari-Schrein in Kyoto ab. Da gibt es nämlich tausende dieser Tore, die so dicht hintereinander aufgereiht sind und sich über Kilometer hinweg einen ganzen Berg hinaufziehen. Um ein Foto wie dieses hier zu schießen oder eins mit noch weniger Leuten drauf, muss man wirklich einige Höhenmeter hinter sich bringen. Denn da tritt so ein bisschen das Amerikaner-Phänomen auf, dass die meisten Touristen nicht mehr als 100 Meter von ihrem Auto sich entfernen oder vom Bahnhof. Ich habe mich ein bisschen weiter den Berg hochbegeben. Hat sich auch gelohnt, allein für diese Aussicht auf Kyoto und auf die Natur im Umliegenden. Was mich zum nächsten Punkt bringt, die Natur in Japan ist definitiv nicht zu unterschätzen. Wunderschön. Hier sehen wir den Arashiyama Bambusgarten beispielsweise, auch in Kyoto. Ist auch wieder so ein Instagram-Phänomen, was ganz viele Leute fotografieren, aber der Abschnitt selber ist tatsächlich nur so gute 100 Meter lang und auch schon sehr, sehr früh am Morgen von Touristen übersät. Daher auch nicht so toll, wie wir uns das vorgestellt haben. Weit mehr hat es sich dann tatsächlich gelohnt, noch eine Station weiterzufahren und mit diesem kleinen Boot in einer kleinen Gruppe über gut 2 Stunden wieder zurück nach Kyoto zu fahren durch diese Bergschluchten. Eine Stunde weiter findet man die alte Hauptstadt des Landes, das ist Nara. Berühmt ist Nara tatsächlich für die freilaufenden und heiligen dort Rehe, die so ganz süß aussehen, aber unterm Strich tatsächlich ziemlich freche Biester sind. Zwar haben sie sich sogar die Eigenart beigebracht, sich zu verbeugen. Wenn man aber dann erstmal das Futter rausholt, dann können die ziemlich aufdringlich werden und versammeln sich dann um einen, beißen, treten und können auch Kopfnüsse verteilen. Entsprechend muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich habe ja am Anfang erwähnt, ich bin ein Nerd, entsprechend habe ich auch überall da Stationen gemacht, wo man das ausleben konnte. Hier ist beispielsweise das Pokémon Center, nebenan ist dann das Pokémon Café, was wir uns nicht entgehen lassen wollten. Und Speisen, die daran angelehnt sind, aber absolut widerlich schmecken. Also der Geschmack war eklig, es war teuer, es war teilweise sogar kalt, aber immerhin den Kaffee haben sie hinbekommen und auch da kann man sich aussuchen, welches Pokémon da unbedingt drauf sollte. Das Erlebnis, wie gesagt, steht im Vordergrund, deswegen haben sie auch einen armen Japaner da
in das Kostüm reingequetscht, der dann zwischendurch mal durchläuft, ein bisschen tanzt und ja, Umarmungsfotos mit den Gästen schießt. Abschließend dann noch, mitten im Nirgendwo gibt es die Stadt Rokuai, in der Gosho Aoyama, ein Zeichner, geboren wurde, der diesen Detektiv Conan erfunden hat. Und weil diese Stadt eigentlich nichts anderes zu bieten hat, hat sie sich kurzerhand offiziell in Conan Town umbenannt. Entsprechend gibt es dann jetzt auch die Conan Station, das ist der Bahnhof. Überall sieht man eben dieses Motiv hier. Es gibt Fotomotive, es gibt Statuen, die überall aufgestellt wurden. Also das hat man komplett eiskalt durchgezogen. Die Taxis wurden damit gebrandet. Weitere Statuen, hier sehen wir vor der Conan-Bücherei auch eine Statue. Auf dem Bild da in der Mitte kann man auch einen Gullideckel sehen, auch der mit Conan, überall in der Stadt verteilt. Hier das einzig andere Wahrzeichen der Stadt, die Wassermelone, schön in Verbindung gebracht. Die Conan-Brücke, schön mit Kirschblüten im Hintergrund, um es perfekt zu machen. Und am Ende findet man dann noch ein kleines Museum zu Ehren des Zeichners, wo man auch nochmal sieht, wie weltweit erfolgreich tatsächlich dieser Japaner mit seiner Serie geworden ist, wo man auch den deutschen Manga findet. Und abschließend, natürlich selbst die Kloschilder sind mit Conan und seiner Freundin abgedeckt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es gefallen hat, wenn ihr noch mehr sehen wollt zu Japan oder anderen Reisen, wir haben einen YouTube-Kanal, den wir euch gerne ans Herz legen möchten. Und damit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bist du auch so ein Nerd? Ich habe ihn geheiratet, also Ja, in gut, gewisser okay. Weise schon, ja. Aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Ja. Ja. Aber wie äußert sich dein Nerdsein so zu Hause? Ist das schlimm für die Frau? Also, Ich glaube, sie hat sich inzwischen daran gewöhnt. ja. Also du hast dem Ding da alles mitgehen lassen, was nicht... Ja? Wobei, ich muss sagen, Detektiv Conan, also hier gerade die Stadt, die sich umbenannt hat, da stehen wir tatsächlich beide drauf. Das ist ganz süß. Ja. Das ist ganz Ja, süß. ja. Okay. Aber er unterschlägt gerne sein Spielezimmer. Bitte Weil was? Nerds. Er unterschlägt gerne sein Spielezimmer und Nerdzimmer. Also er hat tatsächlich ein eigenes Zimmer in unserer Wohnung. Und einen Schminktisch. Also es Ja, ist ja. eigentlich das Schminkzimmer. Ja. Lass mich raten, ihr habt noch keine Kinder, oder? Nein, korrekt. Nein. Das bin immer noch ich. Ja, irgendwo. Okay.